Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja doch, eigentlich ist es ein neues Projekt. Und zwar gehen wir nochmal wieder zurück auf die Stable-Version von Satisfactory. Und wir starten auch einmal in der Felswüste und ich nenne das Ganze jetzt, pass auf, Satisfactory. Ist schon so durchzuschreiben. Plus Mod. Tada. Genau, wir starten nämlich einmal mit der Plus-Mod. Das Intro gucken wir uns an. Oder gucken wir uns nicht an. Ihr kennt das eigentlich schon. Aber wir wollen es ja genießen. Nein, das ist ja mit Liebe gemacht. Wir geben dem Intro auch ein bisschen Liebe und gucken uns es uns an. Genau, wenn es denn dann irgendwann mal kommt. Wisst ihr was? Ich blende mich so lange aus. Geht gar nicht. Kaputt gemacht. Muss ich in den Einstellungen mal gucken. Ja, solange die Mods jetzt in Satisfactory Update 8 nicht funktionieren, will ich halt immer ein bisschen Plus-Mod. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective: please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note: Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. So, meine Lieben, und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier zurück
nein, nicht zurück, zu einem neuen Projekt. Und zwar, nein, eigentlich ist es auch wieder ein altes Projekt, nämlich Satisfactory Plus, aber ich habe, leider lief mein anderer Spielstand nicht mehr, deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Plus-Mod nochmal neu zu starten. Wir stehen allerdings momentan noch in Update 7, also nicht in Update 8. Ja, das heißt, ich bin gerade in der Stable-Version, nicht in der Experimental, so rum. Genau. Und wer die Plus-Mod noch nicht kennt, ihr werdet ein bisschen überrascht sein, das werdet ihr feststellen. Und vom Prinzip her ist erstmal alles eigentlich fast genau gleich. Also, wir reißen das ganze Ding jetzt erst einmal ab. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. So, dann gehen wir einmal in den Codex rein. Da kennen wir quasi einmal alles. Das müssen wir einmal hier, ne, nicht mal anklicken und so weiter. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Third objective: please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So. Das Iron, bzw. Eisen heißt hier nicht Iron, sondern Spiratite-Erz. Und klar, das ist natürlich irgendwo da hinten, wo wir gleich hingehen werden. Ui. So, du bist schon mal weg. Du bist auch schon mal weg. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. So. Nehmen wir die Schnecke natürlich auch mit. Aber bei der Schnecke zeige ich euch, glaube ich, ne, ihr seht schon, das heißt Schnecken-DNA. Das ist ja nämlich alles ein bisschen sehr speziell. Wenn wir jetzt mal reinschauen in das Inventar, sehen wir nämlich auch hier jetzt Schnecken-DNA blau. Das sieht aus wie quasi die Kapseln von den DNA-Kapseln, wenn ich die weiterverarbeite. Ne? Das ist, also die Jungs, die hier die Mod gemacht haben, die geht leider noch nicht in Update 8. Ich hoffe aber, das wird kommen. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, weil die würde ich auch ganz gerne mal bis zum Ende durchspielen. Aber ich kann euch eins versichern, ich werde mir hier Zeit lassen. Ich werde hier nicht durchhetzen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Weil da haben wir nichts von, weil ich würde ganz gerne wirklich ordentlich bauen. Und nicht alles so schnell, ne? Das soll dann quasi auch so ein bisschen mal versuchen, ein kleines Schönbauprojekt daraus zu machen. So, was bei der Plus-Mod auch ein bisschen anders ist, ihr seht, wir haben hier ab und zu mal so Versorgungsboxen liegen. Achtet darauf, wenn ihr die seht, nehmt die auf jeden Fall alle mit. Das ist wichtig. Ansonsten, wir haben hier ganz normal auch die Festplatten. Die müsst ihr natürlich auch sammeln, weil es gibt dann auch hier tatsächlich Alternativrezepte. Ja, also da ist an sich vieles gleich, aber auch zugleich vieles anders. Das ist nun mal so. So, dann werden wir uns jetzt erstmal unsere Stelle suchen für unseren Hub. Ich meine, ich weiß ja schon, wo ich dahin gehe. Da gehen wir nämlich einmal standardmäßig hier vorne wieder hin. So, jetzt mache ich einmal hier Schwupp. Wir sammeln hier schon mal derzeit ein bisschen Holz ein, dass wir gleich ein bisschen Biomasse haben. So, passt auf. Dann stellen wir jetzt einmal, beziehungsweise hier haben wir jetzt erstmal ein Steratite-Ader. Oh, da kommen jetzt Fliegen raus. Ich hasse Fliegen.
Wenn sie einfach mal fliegen. Dann machen wir das Zeug mal eben weg. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Okay, wir sollen natürlich jetzt erstmal, wie gewohnt, erstmal den Hub errichten, logischerweise. Das machen wir jetzt auch mal eben gleich. Wie gesagt, ich hetze mich hier jetzt nicht ab. Die erste Folge werde ich sowieso generell ein bisschen länger machen. Das ist mir sowas von egal. Aber da muss man halt erstmal einen Einblick kriegen in die ganze Materie. Das ist, wie gesagt, alles gar nicht so einfach. So, aber erstmal, das Wichtigste erstmal hier weg. So. Gut. Dann haben wir einmal Special, den Hub. Den baue ich jetzt einfach erstmal hier nur grob eben rein. Die wird später sowieso nochmal umgebaut. So, hier haben wir unsere Werkbank. Das kennen wir. Hub Feature, Manual Craft Bench. Hub Feature, Hub Terminal. Fifth Objective, Complete Hub Upgrade 1. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Okay, pass auf, jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Also kein Problem, aber Automated Research, das zeige ich euch später mal. So, hier sehen wir jetzt schon mal ganz normal. Den Eisenstangen ist eigentlich nicht viel anders. Wir kriegen dann dadurch die mobilen Miner und wir kriegen Eisendraht. Und wir kriegen zudem nochmal 3 Inventarplätze und die Ausrüstungswerkstatt. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal 10 Eisenstangen. Kriegen wir hin. So, jetzt sieht ihr aber schon, wir haben jetzt einmal zerkleinertes Steratite. Daraus machen wir erstmal können wir dann quasi das Zeug erstmal zerkleinern. Da haben wir die zerkleinerten Steratite. Und dann können wir daraus die Eisenbarren machen. Und dann können wir daraus die Eisenstangen machen. Für das erste Hub-Upgrade. So, und das machen wir jetzt auch mal. Nehmen wir die 10 Eisenstangen einmal da rein. Und ab geht's. Düdüt. Congratulations, you have unlocked Building Workshop, Equipment Portable Miner, Inventory Additional Slots, Hub Feature Personal Storage. Sixth Objective, Complete Hub Upgrade 2. Note, portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Okay, pass auf, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt werden wir nämlich erstmal eine Ausrüstungswerkstatt bauen. Genau, weil ich möchte nämlich jetzt ganz gerne, das sollte man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen berücksichtigen. Ich baue die jetzt erstmal hier unten rein. Alles ganz entspannt. So. Das heißt, ich brauche einmal 1, 2, 3 für die Steratite, 3 quasi für Kupfer und 3 für Dinges. Also wir brauchen jetzt erstmal 9 mobile Miner, will ich jetzt erstmal bauen. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch 7 Eisenplatten. Und dann 36 Eisenstangen. Aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. So, dann machen wir jetzt mal eben die 9 Miner. So, ihr seht jetzt schon, er stapelt die. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, wenn er die stapelt. Ist das manchmal nicht ganz so klug. Das zeige ich euch aber auch gleich. So, ich nehme jetzt hier unten, das ist auch eine normale hier. Nehme ich einmal diese Eisenader.
So, das heißt, wenn ihr jetzt die Miner hier draufsetzen wollt, einmal Rechtsklick, nochmal Rechtsklick, bis ihr die tatsächlich einzeln habt. Und dann könnt ihr die da draufsetzen. Weil ich habe es öfter schon festgestellt, wenn ich die im Stack hatte, hat es nicht funktioniert. So, jetzt vorne haben wir jetzt wieder eine Fliege. Oder Fliegen. Warte mal. Schleichen wir uns jetzt erstmal hier ran. Ja. Genau, hier haben wir jetzt ein sogenanntes Rubite-Erz. Was das ist, kommen wir gleich auch später noch zu. Das werde ich euch auch noch zeigen. Ich mache das Ganze jetzt erstmal weg und setze erstmal auf die wichtigsten Adern erstmal die Dingens drauf. Die Miner. So, hier haben wir jetzt noch einen einzelnen. Haben wir einmal, dann nochmal splitten. Zweimal. Weil wir werden das Zeug, kann ich euch garantieren, brauchen später. So, und dasselbe machen wir dann jetzt noch einmal gleich für die Art Kupfer. Oh, guck mal, hier ist noch eine Versorgungsbox. Ne, gleich alles mitnehmen. Immer darauf achten, wenn euch die Dinger ins Auge fallen, sammelt die Teile sofort ein. So, dann machen wir jetzt als nächstes das Kupfer. Das kennen wir ja aus unserem anderen Spielstand. Das ist ja ungefähr hier vorne. So, da haben wir auch wieder die Fliegen, macht aber nichts. Einmal ranschleichen. Und zack, fertig. So, jetzt nehmen wir auch hier, das nennt sich jetzt hier Saphirite. So, auch hier einmal wieder entstacken. Okay, haben wir jetzt zumindest schon mal 3 Stück da drauf. Das ist schon mal gut. Dann den Xeno-Zapper wieder rein. Und dann, da kommen wir hier noch einen Pilz. Nehmen wir auch schon mal mit. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal das Hub Upgrade 2 an. So, das nehmen wir einmal. Da kriegen wir jetzt einmal das Saphirite-Erz. Da gibt es schon mal den ersten Schmelzofen, die Stromleitung, das zerkleinerte Saphirite, die Kupferbarren, die Kupferstange, den Draht und das Kabel. So, größtenteils haben wir alles. Wir brauchen jetzt... Das haben wir tatsächlich. Und wir brauchen noch einmal 20 Eisenstangen. Ich denke, das kriegen wir wohl hin. So, haben wir. Dann einmal rein damit. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Burner, Scanner Feature Copper, New Buildings and Recipes which can be found in the Build menu and Craft bench respectively. 7th objective, complete Hub Upgrade 3. Note, connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Advice, automate the smelting process and use portable miners for optimal results. So, gut. Also, wir haben jetzt gekriegt einen Biomassebrenner, der 20 Megawatt macht, immer schon mal in etwas. Und zudem können wir jetzt zumindest schon mal den Schmelzofen bauen. Ich würde da tatsächlich auch mal direkt einen bauen. Oder vielleicht sogar auch 2 oder 3. Wir brauchen 5 Eisenstangen dafür. Weil generell würde ich die, wie gesagt, gerne bauen, aus dem einfachen Grunde. Okay, ich kann momentan nur die Stromleitung. Dann müssen wir erstmal mit einem Vorlieb nehmen. Erstmal ein bisschen mehr da was provisorisch aufbauen für
zum Beispiel Steratite, ne? So, das heißt, wir nehmen das erstmal hier hin. Dann haben wir hier auch einen kleinen Lagercontainer, den würde ich auch ganz gerne nochmal bauen. Wobei, eigentlich muss ich das ein bisschen mehr abseits bauen, glaube ich. Wir gucken uns erstmal Hub Upgrade 3 an, glaube ich. Da kriegen wir den Konstruktor, da gibt es den Strommasten, das ist schon mal gut. Da gibt es dann Beton, die Schraube, schon die verstärkte Eisenplatte und zerkleinertes Gestein. Eieiei. Machen wir das erstmal fertig. Dafür brauchen wir jetzt 20 Eisenplatten. So, jetzt müssen wir nochmal hier ein bisschen zerkleinertes Steratite machen. Ein paar Eisenplatten habe ich ja noch. 7 brauchen wir nur. Also dass wir 20 haben. Dann brauchen wir ein bisschen Draht. 20 Eisendraht. Haben wir noch irgendwas? 55 brauchen wir nicht. Dann machen wir ein bisschen Kupfer. Draht haben wir 360. Dann brauchen wir Kupferstange. Brauchen wir 10 Stück. Da habe ich leider keine von. Dann müssen wir noch mal eben ein bisschen Kupfer holen. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich habe zumindest die Hoffnung, dass wenn irgendwann die Plusmod in Update 8 auch mal funktioniert. Und dass wir dann natürlich dementsprechend auch hier in Update 8 direkt auch weiterbauen können. So, nehmen wir mal hier das ganze Zeug mal eben schon mal einmal mit. Ja, und hier seht ihr auch generell, wir haben ein viel größeres Inventar. Das werdet ihr auch brauchen. Das kann ich euch versichern. Und zudem haben wir auch viel größere Stacks, ne? Also das heißt, generell sind fast alle Stacks auf 200 gesetzt, außer Beton. Und Gestein, glaube ich, die sind auf 500 hochgesetzt, wie im normalen Spiel tatsächlich auch, ne? So, das hauen wir schon mal rein, das hauen wir schon mal rein. Dann brauchen wir noch ein paar Kupferstangen. Das kriegen wir auch noch hin. So, dann rein damit und fertig. Congratulations, you have unlocked Scanner Feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 8th objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Okay, passt auf. Normalen Biomassebrenner habe ich jetzt. Oh, doch, habe ich sogar schon. Den werde ich jetzt auch mal kurz aufbauen. Dafür brauchen wir verstärkte Eisenplatten. 2 Stück. 1, 2. Dafür brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen. Ja, Eisenplatten. Lass uns mal eben kurz hier vorne die Dinger mal eben leer machen. Ich mache das jetzt aus einem folgenden Grund. Und damit weil wir werden feststellen, wir werden hier sehr lange, sehr viel handcraften müssen, bis wirklich alles reibungslos funktioniert hier. Das kann ich euch versichern. Deswegen müsst ihr ein bisschen geduldig bleiben. Das braucht halt tatsächlich viel Zeit. Aber man ist immer froh um jeden Schritt, der weniger ist. Das kann ich euch versichern. Jeder Schritt, der weniger mit Handcraften zu tun hat, wird euch froh gesonnen sein. So, was brauchen wir denn hier für die verstärkten Eisenplatten? Eisendraht und Eisenplatten, okay. Ja, relativ entspannt. So. Kusch, kusch. So. Also, dann will ich mal eben kurz hier vorne. Das ist jetzt erstmal nur rein provisorisch. Weil wir einfach erstmal ein bisschen Platz brauchen. Beziehungsweise damit wir mehr das Material ein bisschen besser verarbeiten können am Anfang. So, deswegen würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal hier ein Biomassegenerator auf. So. Genau, dann brauchen wir jetzt erstmal einen Schmelzofen.
So. Und davor hätte ich ganz gerne erstmal einen Container. So, dich. Brauchen wir einmal. So, was wir aber vorher nicht so machen müssen, das zeige ich euch gleich. Machen wir jetzt erstmal hier Eisenstangen. Schraubenpaar. Und ich kann euch sagen, ihr werdet hier viele Schrauben brauchen. Und 2 Kupferstangen. Gut, so, jetzt pass auf, jetzt müssen wir erstmal das Zeug alles einmal klein machen. Dass wir daraus dann die ganzen Eisenbahnen später gleich machen können. Ja, ihr merkt schon, es dauert länger, ne? Okay, pass auf, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt noch Strommassen dahinsetzen. So, hier stellen wir jetzt einmal ein. Schlampige Eisenbahn. Förderband haben wir noch nicht, ne? Ne, haben wir leider noch nicht. Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal Folgendes machen. Dann müssen wir jetzt erstmal die Dinger da reinpacken. Das zerkleinert das Ceratite und er macht daraus erstmal die Eisenbahn. Mehr ist ja erstmal nicht machbar. Hier machen wir dann einmal erstmal die Blätter rein, würde ich sagen. Geht ja nur darum, dass er erstmal daraus schon mal ein bisschen Eisenbahn macht. Das spart mir schon mal einen Arbeitsschritt. So, dann gucken wir uns jetzt einmal das nächste Upgrade an. Dafür brauchen wir jetzt einmal schon 10 verstärkte Eisenplatten, Kabel und Beton. Die Kabel und den Beton haben wir tatsächlich schon und jetzt brauchen wir noch 10 verstärkte Eisenplatten. 10. Wir brauchen ein bisschen Draht. Machen wir erstmal die Eisenplatten, 40 Stück brauchen wir. Machen wir die zuerst. So, dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Draht. (30, 40), das sollte reichen, ja, reicht. Machen wir jetzt die 10 Eisenplatten. So, dann auf geht's. So, was schalten wir jetzt hier nochmal frei? In Upgrade 4. Guck mal, dann gibt es das Rubite-Erz, den Fördermast, das Förderband, den Lift, den Zerkleinerer. Was das ist, zeige ich euch auch gleich. Das zerkleinerte Rubite, Tinbarren, Tinplatten und es gibt nochmal Inventarplätze. Genau, das ist das, was das Upgrade quasi bringt. Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. 9th objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. So, gucken wir mal, jetzt fertig ist, genau. So, jetzt werden wir nämlich einmal Folgendes machen. Produktion haben wir jetzt einmal, wie gesagt, den Zerkleinerer. Bei diesem Zerkleinerer brauchen wir einmal ein bisschen Eisendraht. Den werde ich euch jetzt einmal zeigen, was das ist. Dann brauchen wir mal eben ein bisschen Eisendraht.
Dann brauchen wir ein paar Zinnplatten. Genau, pass auf. Dann werden wir das Ding jetzt erstmal hier hinbauen. Ich glaube, ich kriege den hier weggesprengt irgendwann. Müsste aber eigentlich funktionieren, glaube ich, ne? Aber ansonsten, wir können das Ganze auch noch weiter nach hinten bauen. Pass auf, lass uns das Ganze mal weiter nach hinten bauen. Genau, pass auf, wir starten jetzt einfach mal hier vorne mit einem Zerkleinerer. Damit fangen wir einfach erstmal an. So. Pass auf, wir haben jetzt einmal hier. So, bei dem Zerkleinerer könnt ihr jetzt auswählen. Zerkleinertes Steratite, das ist quasi das Steratite-Erz. Das können wir dann hier reinpacken. Und daraus macht er dann zerkleinertes Steratite und zerkleinertes Gestein. So, dann gehen wir quasi weiter. Dann werden wir hier den Schmelzofen wieder nehmen. Und werden dann hier den Schmelzofen hinbauen. Der das Ganze dann quasi einmal hier weiterverarbeitet. So, davor setzen wir jetzt einmal hier vorne einen kleinen Container. Den Small Storage Container, wenn wir denn genug Eisenplatten hätten. Was brauchen wir? Eisenplatten, ne? Danke sehr. Hier, wir brauchen noch mehr Eisenplatten. So, gut. So, pass auf, dann machen wir jetzt einmal Folgendes. Wenn wir den hier einmal... Ah, jetzt brauchen wir Schrauben, Alter. Wie gesagt, ihr werdet hier immer Schrauben im Inventar haben. Immer. Kann ich euch versichern. So, dann mache ich jetzt noch eben kurz ein paar davon. Dann machen wir noch ein paar davon. Dann machen wir noch ein paar Kupferstangen. So, danke sehr. Das sollte jetzt aber, denke ich mal, reichen. So, also fangen wir damit an, dass wir dich erstmal einmal dahin stellen. So, hier wählen wir jetzt quasi einmal aus das Steratite, das haben wir schon gemacht. Das packen wir einmal da rein. Dann können wir nämlich einmal das Ganze weiterverarbeiten. Warte mal, dann das hier. Das machen wir erstmal hier rein. Das machen wir erstmal daran. Lassen wir den erstmal noch weg. Den ziehen wir dann einmal dahin. Und den ziehen wir dann einmal dahin. Dann sollte das erstmal funktionieren. Genau, der soll erstmal noch nicht arbeiten. Ja, wobei das eigentlich auch egal ist, glaube ich. Packen wir das Zeug schon mal hier rein. So. Das geht dann da rein. Und irgendwann fängt er an zu malen. Die Dinge haben leider keinen Sound. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist das eine echt coole Geschichte. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal hier einen kleinen Storage-Container. Das passt auf jeden Fall. So. Dass hier das Gestein nämlich rauskommt. Sonst laufen die bei 200 Stacks, glaube ich, oder bei 200, meine ich, hätte ich das Gestein. Läuft das, glaube ich, voll. Das ist ein Gestein, das brauchen wir auch. Später nämlich für Beton und den ganzen Kram, ne? Genau, so, das machen wir jetzt erstmal soweit fertig. Dann bräuchten wir hinten vielleicht noch einen Container. So. Dass wir dann hier die Eisenwaren schon mal rauskommen. Damit wäre einem ja schon mal geholfen, ne?
So, dann würde ich sagen, schauen wir uns Upgrade 5 jetzt einmal kurz an. Dort bekommen wir dann den modularen Miner. Der wird euch erschlagen, kann ich euch garantieren. Wir kriegen den Metallbohrkopf, einen Lagercontainer, die Zinnstange, den Zinndraht und wir kriegen noch mal Inventarplätze. So, wir brauchen jetzt dafür erstmal 50 Eisenstangen. Gut, das sollte nicht das Problem sein. So, 50 haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt 100 Beton, die haben wir auch schon mal. Kabel können wir auch schon mal eben schnell machen. Da brauchen wir gar nicht so viele, dann haben wir die nämlich auch schon. Jetzt fehlen nämlich nur noch die Zinnplatten. So, für die Zinnplatten muss ich einmal hinten zum Rubite, was der normale Limestone ist. Quasi. Nämlich einmal der hier. Aber das Wichtige ist, aus diesem Limestone machen wir erstmal keinen Beton, ne? Lasst euch da einfach mal überraschen. So, machen wir jetzt erstmal die Zinnplatten, die 25. Das heißt, brauchen wir jetzt das zerkleinerte Rubite. Dann brauchen wir ein bisschen schlampige Zinnbarren. Und dann machen wir daraus die Zinnplatten. Und 25 brauchen wir. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Gut. 25, die haben wir jetzt auch. Attacke. So, wir haben einen zweiten Biomassebrenner gekriegt. Congratulations, you have unlocked Building Miner Mark I. Building Storage Container. Hub feature Additional Biomass Burner. 10th objective, Complete Hub Upgrade 6. Note, there are no notes. Okay, dann machen wir jetzt so eben das letzte Upgrade fertig. Da kriegen wir den Weltraumlift, Kupferschiene, Kupferblech, Eisenblech, Tinnblech, Biomassegenerator. Der bei der Mod dabei ist, der Beltfit gefällt mir optisch ein bisschen besser. Dann die normale Biomasse, die wir schon mal verarbeiten können und wir kriegen die Karte. So, wir brauchen auch hier erstmal wieder 50 Eisenstangen. Dafür machen wir eben kurz die restlichen Dinger da weg. So, machen wir das schon mal weg. So, pass auf, dann machen wir die schon mal da rein. Dann haben wir als nächstes 50 Eisenplatten. Dann gehe ich jetzt aber am Ende nach hinten und hole mir hier die Eisenbarren. So, wie sieht's aus? Ah, fast leer. Können wir den Rest hier reinpacken? Leider nein. So, wie viel haben wir hier? 145. Nehmen wir mit. Ja, komm, den Rest können wir auch von Hand verarbeiten. Dann kann er jetzt hier schon mal weiterarbeiten. Genau. Dann machen wir jetzt noch die 50 Eisenplatten. So, 50 Stück. Dann haben wir jetzt einmal 100 Draht. Haben wir auch. Ja, jetzt brauchen wir noch Beton. So, für Beton brauchen wir Gestein. Also brauchen wir jetzt erstmal hier... Ja, müssen wir uns jetzt erstmal hier in dem Steratite begnügen. Weil nur daraus können wir momentan das zerkleinerte Gestein machen. Und was wir aber auch machen können... Solange der ja produziert und sammelt hier ein bisschen was ein. Wenn wir das zerkleinerte Gestein haben, können wir daraus nämlich den Beton machen. Das ist alles ein bisschen komplexer, ne? So, Beton, wir brauchen wir 100, aber wir haben doch 100.
Egal. Wir brauchen gleich sowieso was. So. Nehmen 100 Beton. Dann haben wir jetzt hier 50 Zinndraht. Dafür brauchen wir das Rubite. So, dann brauchen wir ein bisschen Zinnstangenbarren. Dann brauchen wir Zinnstangen. Und dann den Zinndraht. So, dann haben wir das schon mal fertig. Und dann nochmal Zinnplatten 25. So, damit hätten wir das Upgrade auch fertig. Na, wobei zeitlich 41 Minuten, ich glaube, so schnell war ich noch nie. So, da kommt ganz mal unser Pot runter irgendwo. Congratulations, you have unlocked Building Space Elevator, Building Biomass Burner, Part Biomass. Motivational message, congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit-approved protocols. Note: future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. Gut, ja, nächstes Ziel ist jetzt quasi erstmal den Weltraumluft zu bauen. Und da kann ich euch versichern, wird aber noch viel Zeit ins Land gehen, denn wir werden erstmal jetzt hier Step by Step die ganzen Produktionen aufbauen. Was wir jetzt als erstes erstmal brauchen, oder was wir jetzt erstmal herstellen, ist erstmal Biomasse. Genau, Biomasse werden wir jetzt erstmal herstellen. Ja, sind die ganz normalen 200er Stacks noch, das ist okay. Mal, die halten dann schon mal länger als Blätter und Holz, ne? Deswegen werden wir schon mal erstmal ein bisschen mit der Biomasse arbeiten müssen. So. Dann geht es weiter. Also, dann könnten wir mal eben die Automated Research Dinger freischalten. Kosten allerdings 200 Eisenplatten. Das können wir auch später machen. Jetzt ist aber so die Frage, womit fangen wir an? Bei Zerstörung der Natur hätten wir die Kettensäge und festen Biotreibstoff, was uns den entscheidenden Vorteil verschafft, dass wir uns ein bisschen Platz schaffen können und Biomasse und eine Biomasseproduktion aufbauen können, woraus wir dann den Strom quasi generieren. Aber dafür bräuchte ich erstmal vorher den Basisbau. Das heißt, das sollte jetzt erstmal Part 1 sein. Also den werden wir tatsächlich jetzt erstmal freischalten. Ja, jetzt brauchen wir erstmal 250 Beton. Und da geht jetzt erstmal ein bisschen Zeug für drauf. Das wird erstmal ein bisschen dauern. Denn 250 Beton haben wir nicht mal eben so bing, ready for Takeoff und deswegen. Also ich würde ganz gerne das zumindest noch fertig machen, dass wir dann das allererste Fundament noch setzen heute. Und dann können wir anfangen, Stück für Stück unsere Produktionen aufzubauen. Das könnte werden. Das definitiv. Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Vor allem muss ich hier ein bisschen anders wahrscheinlich vorgehen, als ich sonst wahrscheinlich eigentlich vorgehe. Aber wir kriegen das hin. Bin da sehr optimistisch. Ich mag die Plus-Mod. Ich finde die gut. Ich hoffe, sie kommt auch bald für Update 8. Ja, ihr merkt schon, es dauert, ne? Dauert. Ist halt ein bisschen aufwendiger hier.
So, sobald wir jetzt 250 Beton machen können, machen wir das auch schon mal. So, dann geht jetzt erstmal 250 Beton drauf. Genau, wenn wir dann den Beton fertig haben, machen wir eben 100 Draht. Dafür gehen wir gleich mal eben dann, aber mal ein bisschen was können wir ja noch machen. Und 200 Schrauben brauchen wir auch noch dafür. So. Gut, den Beton haben wir schon mal. Dann machen wir jetzt als nächstes erstmal 100 Draht. So, Draht. Also brauchen wir 50 Eisenstangen. So, das haben wir auch schon mal. Dann kann der 100 Draht. Jetzt brauchen wir noch 200 Schrauben. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz einmal eben... Sorry, falsche Richtung. Schon mal eben kurz ein paar Barren holen. So, er hat da nichts mehr. Dann können wir jetzt aber auch hier schon mal eben einmal wieder leer räumen. Dann kann er nämlich hier schon mal wieder welche machen. So, derweil machen wir dann eben die 200 Schrauben. Wie gesagt, ich kann euch gar nicht, ihr müsst hier immer Schrauben im Inventar haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schrauben nicht gebraucht werden. Also ihr müsst tatsächlich hier auch mal Schrauben für ein, oh, Entschuldigung, Anführungszeichen, Endlager bauen. Wenn ihr sowas bauen wollt. So, 221, also rein damit. Und Fuß. So. Dann haben wir jetzt einmal das Fundament schon mal. Das ist schon mal ganz gut. So, dazu baue jetzt mal so 10 Stück davon. Brauchen wir, seht ihr schon, ganz viel Material. Wir brauchen Eisenplatten. Wir brauchen Eisenblech. Und wir brauchen Beton. Das sind 4 Teile für Fundamente. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Das sind 4 Teile für jetzt 10 Fundamente hier. So, jetzt würde ich aber die Frage stellen. Wie hoch gehen wir? Also erstmal Fakt ist auf jeden Fall, ich nehme das World Grid. Das ist erstmal schon mal ganz klar. So, jetzt die Frage, reicht die Höhe oder kann ich noch 1 Meter höher gehen? Ich denke eigentlich, ich kann, glaube ich, noch 1 Meter oben drauf legen, ne? Wollen wir mal gucken. Legen wir noch mal 1 Meter oben drauf. Genau, und dann sollte das auch passen soweit, denke ich. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Gut, dann würde ich jetzt noch eine Sache Folgendes machen. Dann werden wir jetzt hier nämlich noch einmal das
Dingen einbauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es reicht, aber genau, was wir nämlich jetzt vielleicht nochmal machen werden, ist einmal einen modularen Miner bauen und einmal einen Metallbohrkopf. Das werden wir nochmal eben kurz machen. So, wir brauchen jetzt erstmal 2 modulare Miner. So, wir brauchen erstmal 23 Eisenstangen. Dann brauchen wir 45 Schrauben. Wieder ein paar Eisenstangen. Dann brauchen wir Zinnplatten. Dann brauchen wir Beton. Und wir brauchen noch ein paar Eisenplatten. Gut, dann haben wir das auch fertig. Und jetzt brauchen wir 2 Miner. 1 und 2. So, werden wir mal gucken, ob wir die Dinger noch da... Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. Okay, pass auf, dann haben wir jetzt einmal hier den modularen Miner und ihr seht schon, Alter, was ist das für ein Monster, ne? So, das heißt, hier wird das Ding hingesetzt. Einmal so. Picking up multiple Fixit personnel in the area. So, und wenn ihr euch Harvest before it's too late. das Ding jetzt mal anschaut, das ist ein Monster. Seht ihr das? Das ist ein riesiges Monster, das Teil. Wie riesig das Ding einfach ist, ne? Und daraufhin wird quasi dann alles aufgebaut. So, jetzt muss ich aber hier gucken, das Fundament falsch gesetzt. Das ist richtig, das ist auch falsch gesetzt. Das ist richtig, das ist auch falsch gesetzt. Das ist richtig gesetzt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für diese Folge erstmal Schluss und dann werden wir versuchen, in der nächsten Folge mal die erste Produktion aufzubauen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wir müssen da mal schauen. Wir müssen dann erstmal natürlich ein bisschen... Eine Sache zeige ich noch, bevor ich jetzt hier... So wenig Schrauben, warte. Ganz kurz, mal kurz ein paar Schrauben machen. Ding, ding, ding. Zu wenig Eisenstangen. Ding, 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 ding. So, okay, pass auf. Weil, hier seht ihr, wir brauchen noch den Metallbohrkopf, weil wir haben nämlich jetzt hier keinen Bohrer dran. So. Wir haben uns das ganze Menü erstmal, er hat 2 Ausgänge. Ja, und diesen kann man auch ein bisschen, Anführungszeichen, erweitern. Bohrer ganz normal, da gibt es hier was Sachen mit Flüssigkeiten. Wir können Zerkleinerer direkt einbauen. Wir können Energie und was jetzt so kompliziert. Aber wir bauen jetzt als erstes erstmal den Metallbohrkopf an, den nehmt ihr dann einfach und könnt den dann einmal da oben dran setzen. Und dann ist das Ding auch komplett. So, und jetzt haben wir hier, baut er quasi genau 60 Teile dementsprechend ab. Das heißt, ne, einmal da 30, einmal da 30. Genau. Gut, jetzt bin ich aber raus und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.